Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frag Schuster. In diesem Video dreht sich alles um den sogenannten Charge-Modus bei euren Fahrzeugen. Da haben wir schon einige Anfragen von euch bekommen. Da gibt es anscheinend ein paar Unklarheiten, wie man das System denn möglichst sinnvoll einsetzen kann. Und auch bei den Einstellungen scheint es ein bisschen Verwirrung zu geben. Und deswegen haben wir uns vorgenommen, euch gerne mal hier dieses Video zu drehen. Bevor wir so ein bisschen in die Details einsteigen, müssen wir natürlich auch mal ein paar grundlegende Dinge besprechen. Zum einen mal natürlich, was ist das eigentlich für ein Modus und wo steckt der denn tatsächlich drin? Und ich stehe hier mal so stellvertretend vor einem Mazda CX-80, denn dieses Fahrzeug wird als Plug-in-Hybrid angeboten. Hier jetzt mal eine Humura Plus Ausstattung, wobei die Ausstattungslinie tatsächlich gar nicht mal maßgeblich ist, sondern eben wichtig, es muss ein Plug-in-Hybrid sein. Das heißt, das Auto ist also mit einem Benzinmotor und einem Hochvolt-Akkusystem ausgestattet und dann sagt man eben Plug-in-Hybrid dazu. Es gibt aber auch noch weitere Modelle von Mazda, die über die gleiche Technik verfügen und die haben dann natürlich auch diese Charge-Taste oder diesen Charge-Modus. Und dann stellt sich natürlich auch die Frage, ja, was sind denn sinnvolle Einsatzgebiete? Und dazu muss man natürlich auch verstehen, was diese Taste denn tatsächlich nun wirklich anstellt. Und wenn man diese Taste drückt, die ich euch danach auch nochmal zeigen werde, dann wird also Folgendes passieren. Man zwingt den Motor, den Benzinmotor dazu, den Akku aufzuladen, also mit Benzin. So ähnlich wie ein Notstromaggregat müsst ihr euch das vorstellen. Wenn ihr also zu Hause so ein Notstromaggregat habt, dann macht ihr da den Benzin an und dann wird Strom produziert. Und dieser Strom fließt dann direkt in den Akku rein und man kann so eben manuell diesen Akkuzustand erhöhen. Man kann aber natürlich auch noch deutlich mehr damit anstellen und dann kommen wir im Endeffekt jetzt auch schon zu dem Thema Einsatzzweck. Wann macht es also Sinn, diese Charge-Taste zu drücken oder grundsätzlich diesen Modus zu verwenden? Nun, Mazda hat sich natürlich auch hier ein paar Gedanken gemacht und es gibt einige Länder, wo man in bestimmte Großstädte tatsächlich nur elektrisch durchfahren darf. Und jetzt könnte es eben sein, ihr fahrt also in so einer Region und ihr müsst also durch diese Stadt elektrisch durchfahren, aber ihr habt eben nicht aufgepasst, euer Akku ist also schon zu tief entladen, ihr würdet jetzt nicht mehr da durchkommen und dann macht es zum Beispiel eben Sinn, diese Taste zu drücken. Ihr zwingt also das Auto vorher schon mal den Akku ein bisschen aufzuladen, damit ihr am Ende genügend Reichweite habt. Jetzt gibt es aber natürlich auch noch zusätzliche Einsatzzwecke. Und wenn wir schon beim Fahren sind, wäre auch so ein typischer Einsatzzweck, dass man möchte, dass zum Beispiel der Akku einen bestimmten Ladezustand nicht unterschreitet. Denn dafür kann man diesen Modus auch verwenden. Stellt euch mal folgendes Beispiel vor. Ihr wollt also möglichst schonend euren Akku verwenden, sodass er möglichst lange hält. Da fällt mir bei diesem Punkt übrigens auch ein, wir hatten euch zu diesem Thema schon mal ein Video hochgeladen, das verlinke ich euch mal da oben, wie man eben mit möglichst einfachen Mitteln möglichst lange Spaß an seinem Akku hat. Da war das eben auch genannt. Und da ist es eben wichtig, dass man den Akku möglichst nicht komplett auflädt und auch nicht komplett entlädt. Und dafür kann man diesen Modus eben auch sehr, sehr gut verwenden. Wie macht man das? Nun stellt euch Folgendes vor. Ihr könnt da bei diesem Modus dann auch nachher, zeige ich euch das nochmal, einen Ladeziel einstellen. Also ihr sagt, ich möchte also, dass der Akku zum Beispiel 20, 30, 40, 50% erreicht. Und das kann natürlich aus verschiedenen Perspektiven betrachtet werden. Hat euer Akku beispielsweise jetzt aktuell 50% und ihr stellt es auf 20%, so wird das Auto ganz normal auch elektrisch noch weiterfahren, bis diese 20% eben von oben herab erreicht werden, wird dann aber diese 20% nicht maßgeblich unterschreiten, sondern immer in diesem Bereich bleiben. Und das ist eben auch ein Wert, den man tatsächlich auch empfehlen kann, dass man eben den Akku möglichst wenig oder sehr selten ganz, ganz tief entlädt. Von unten kommen kann man das Ganze natürlich auch so sehen, wenn ihr sagt, ihr möchtet euren Akku maximal auf 80% aufladen und das beim Fahren, das ist eben das Wichtige, ist immer nur ein Fahrmodus, hat mit dem Laden an der Steckdose also nichts zu tun. Dann könnt ihr das natürlich auch machen. Euer Akku ist zum Beispiel eben bei 50%. Ihr wollt aber beispielsweise mit 80% ankommen, dann stellt ihr es eben auf 80% und euer Auto wird dann beim Fahren den Akku aufladen, bis es eben dann bei 80% angekommen ist. Das ist also eine Möglichkeit, das zu nutzen, dass man eben den Akku schont, dass er sich nicht zu tief entlädt. Aber die andere Variante, zum Beispiel, hatte ich euch vorhin ja schon mal die Stadt genannt, durch die man elektrisch durchfahren kann, gibt es natürlich auch weitere Beispiele. Ihr geht zum Beispiel zum Campen oder zum Angeln und dann haben ganz, ganz viele dieser Plug-in-Hybride auch in dem Kofferraum eine richtige Steckdose drin, mit dem ihr alles Mögliche betreiben könnt, vom Elektrogrill, Staubsauger, Fernseher, was auch immer ihr Lust habt. Und dazu braucht ihr natürlich Strom. Und damit ihr eben am Platz, wo ihr dieses Camping durchführt oder angeln wollt, auch genügend Strom habt, müsst ihr natürlich vorher laden. Und wenn ihr vergessen habt, das an die Steckdose anzuschließen, könnt ihr diesen Modus natürlich auch sehr, sehr gerne nutzen. Das ist auch ein ganz typisches Beispiel.
Ein weiteres sinnvolles Beispiel wären auch sehr lange Autobahnphasen mit hoher Belastung. Ihr werdet merken, wenn ihr so ein Fahrzeug hier mit sehr hoher Belastung fahrt, also nahezu Vollgas, dass der Akkuzustand natürlich kontinuierlich sinkt, um euch die bestmögliche Leistung zur Verfügung zu stellen. Aber irgendwann ist natürlich diese Akkukapazität dann auch dem Ende angekommen und es wird die Leistung zurückgenommen. Dann gibt es natürlich auch wieder ganz typisch auf der Autobahn so Phasen, wo man eben nur 120 oder 100 fahren kann, wo man dann eben sehr gut auch nutzen könnte, um den Akku wieder aufzuladen, damit er hinterher wieder längere Vollgasphasen fahren könnt. Und dafür kann man natürlich diesen Charge-Modus auch sehr gut verwenden. Ihr stellt beispielsweise eben 50–60% als Ladezustand ein, habt den Akku schon deutlich heruntergesenkt, dann kommt wieder so eine 100er, 120er Phase. Das Auto schafft es dann in dieser Phase schon, den Akku wieder länger oder mehr aufzuladen. Ihr habt wieder mehr Puffer für längere Vollgasfahrten sozusagen, also auch eine clevere Variante. Das sind dann jetzt einfach mal so ein paar Praxisbeispiele. Da gibt es natürlich noch ganz viel mehr, wie ihr das Ganze einsetzen könnt. Und jetzt zeige ich euch gerne hier auch mal im Auto, wie man das tatsächlich einstellen kann, denn das ist wirklich sehr einfach. So, ich habe mich jetzt mal mit euch zusammen hier ins Auto reingesetzt, um euch als allererstes mal diese Charge-Taste zu zeigen. Manche kennen die vielleicht noch gar nicht und sie ist eben nicht in diesem MI-Drive-System vorhanden, wo man die verschiedenen Modi schalten kann, sondern direkt daneben. Man sieht hier ein Fahrzeug mit einem Blitz, also es soll Energie darstellen und eine Batterie. Und wenn ihr diese Taste drückt, dann aktiviert ihr diesen Modus und ihr könnt ihn natürlich auch durch Drücken dieser Taste wieder ausschalten. Bevor wir das tun, möchte ich euch im System auch gerne mal zeigen, was man zu diesem Thema einstellen kann. Das ist auch ganz wichtig. Ihr werdet dann aber sehen, dass man das auch nochmal nachträglich dann justieren kann, wenn man diese Taste gedrückt hat. Das machen wir jetzt gleich mal als allererstes. Ich gehe mit euch hier ins Mazda Connect System in den Menüpunkt Einstellungen. Gleich ganz oben den Punkt EV-Einstellungen, also für Elektrofahrzeugeinstellungen. Und hier ganz wichtig unten Fahrtladeziel. Bitte nicht verwechseln mit Ladebegrenzung bei AC-Ladung. Das ist also wirklich nur, wenn ihr an der Wallbox beispielsweise euer Auto ladet. Hier könnt ihr also eine maximale Ladebegrenzung eingeben. Wir möchten jetzt hier auf Fahrtladeziel. So, und hier könnt ihr also in 10% Schritten beginnend bei 20% das Fahrtladeziel einstellen. Und so wie ich sagte, wenn ihr das einstellt und der Akkuzustand ist höher als die 70% zum Beispiel, dann wird das Auto noch elektrisch bis 70% fahren. Sobald ihr drunter seid, wird im Endeffekt der Generator zusammen mit dem Motor versuchen, den Akku aufzuladen, damit ihr dann 70% erreicht. Ich mache das jetzt einfach mal als Beispiel. Ich tippe jetzt hier mal auf 80%. So, jetzt passiert erstmal noch gar nichts, denn manche Kunden vermuten, dass wenn ihr das hier einstellt, dass der Akku grundsätzlich nicht unter 80% fallen würde oder sich automatisch auf 80% auflädt. Das ist wirklich falsch, sondern es hat nur mit dieser Taste hier unten zu tun, mit dieser Charge-Taste. So, ich gehe jetzt mal hier aus dem Menü raus und gehe jetzt hier auf diese Taste. Jetzt bekommt ihr hier eine Mitteilung. Da steht im Endeffekt, hier möchten Sie jetzt die Fahrtladung, also diesen Zustand ändern. Oder ist es okay? Diese Mitteilung wird dann auch ein paar Sekunden automatisch verschwinden. Und jetzt erscheint hier vorne auch im Tacho, ich hoffe, du kannst es einfangen, Marcel, das gleiche Symbol nochmal als blaue LED. Das bedeutet für euch, jetzt ist dieser Modus aktiv. Und wir befinden uns gerade noch in einem EV-Modus. Und jetzt würde man sich vielleicht fragen, ja, warum geht jetzt nicht der Motor an? Warum wird jetzt nicht der Akku geladen? Das hängt eben damit zusammen, dass unser Akku im Moment noch höher vom Prozentsatz ist, als wir tatsächlich eingestellt haben. Das ist das, was ich vorhin versuchte zu erklären. Ihr fahrt jetzt also rein elektrisch, bis dieser Akkuzustand erreicht ist. Und dann ist es auch interessant, wenn also dann dieser Akkuzustand erreicht ist, dann pendelt das Auto also konstant so plus minus 2–3% um diesen Modus herum. Also er wird jetzt nicht ganz exakt diese 70% einhalten, sondern dann wird es mal so sein, dass wir vielleicht irgendwie 69–68% haben, dann fängt er wieder an zu laden. Also er nutzt es schon sehr clever aus, um euch eben möglichst effizient in der Gegend rumzufahren. Man kann sich das dann ungefähr so vorstellen, dass ihr wie bei einem Vollhybrid fahrt, also ein Fahrzeug, das im Endeffekt von außen nicht geladen werden kann. Und er versucht also beide Motoren und beide Techniken möglichst sinnvoll einzusetzen, um möglichst sparsam zu fahren. Auch noch ein Tipp am Rande, es macht tatsächlich gar nicht so viel Sinn, das Fahrtladeziel auf 100% zu stellen. Denn ihr merkt sehr schnell, wenn der Akku voll ist, dann fahrt ihr gar nicht besonders effizient, weil dann eben durch Rekuperieren, also durch Bremsen, gar nicht so viel Energie gewonnen werden kann. Denn ein voller Akku kann ja nicht noch voller gemacht werden. Deswegen ist es durchaus immer sinnvoll, den Akku gar nicht an der Wallbox bis 100% aufzuladen, sondern vielleicht nur bis 90–80%. Denn dann fahrt ihr grundsätzlich immer ein bisschen sparsamer, weil ihr eben dann durch Bremsen den Akku aufladen könnt. Bei 100% geht das eben nicht mehr.
Was auch an dieser Stelle vielleicht noch interessant ist für euch zu wissen, ist, dass wenn ihr zum Beispiel eine sehr, sehr hohe Belastung im Fahrzeug habt, zum Beispiel ihr habt einen Wohnwagen hinten dran, 2,5 Tonnen hoher Winddruck und ihr fahrt 100 km/h, dann ist das Auto teilweise beim Bergfahren zum Beispiel schon am Anschlag, braucht also die Leistung vom Elektromotor. Der gibt natürlich diese Leistung ab. Und wenn ihr jetzt diese Charge-Taste drückt, dann muss der Benziner ja einen doch relativ erheblichen Teil seiner Leistung, seiner Kraft zur Verfügung stellen, um eben zusätzlich Energie zu erzeugen. Und sobald das Auto aber merkt, dass ihr eben zu viel Leistung anfordert und das gar nicht klappen würde mit dem Aufladen, wird das Aufladen unterbrochen. Bis hin zu dem Punkt, dass er eben sogar den Akku noch tiefer entlädt. Also es kann sein, ich stelle 70% ein, habe das im normalen Fall dann auch erreicht, aber dann geht es die ganze Zeit Vollgas vorwärts, dass der Akku auch locker mal 60-50% erreichen kann und dann muss er sich dann hinterher wieder erholen, wenn ihr auch wieder ein bisschen entspannter fahrt. Das nur so als Tipp nebenbei. Ja, jetzt gibt es vielleicht auch einige Zuschauer unter euch, die vielleicht so ein bisschen technischer interessiert sind und sagen, ja okay, coole Sache, aber was kostet das eigentlich? Also macht es Sinn, das zu benutzen? Oder ist es vielleicht sogar ökologischer als Laden? Und wie schnell geht denn das tatsächlich? Und wir haben genau dieses Thema auch schon mal mit einem eigenen Video hier auf YouTube beleuchtet. Da geht es wirklich nur um den Charge-Modus, wie wirtschaftlich der ist, wie viel Mehrverbrauch da zu erwarten ist und wie schnell das System lädt. Das wird jetzt hier einfach den Rahmen sprengen von diesem Video. Deswegen verlinke ich euch hier oben halt das Video von uns. Schaut das gerne mal im Anschluss an. Das ist sehr interessant, um auch eben rauszubekommen, wie viel Mehrverbrauch man da erwarten muss. Ich würde mich freuen, wenn wir mit dieser Folge von Frag Schuster alle Fragen zum Thema Charge-Modus klären konnten. Falls noch irgendwas übrig geblieben ist, packt es wie immer unten in die Kommentare rein. Ich versuche dann natürlich so schnell wie möglich darauf zu antworten. Falls euch dieses Video gefallen hat, denkt auch dran, das zu liken. Das freut uns natürlich immer sehr. Und wenn euch unser Kanal gefällt, dann denkt auch daran, den zu abonnieren. Das ist absolut kostenlos für euch. Drückt die Glocke, dann kriegt ihr immer eine Info, wenn wir ein neues Video hochgeladen haben. Und ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Video.